So, heute gibt es wieder mal ein Video über eine spezielle Kamera oder ein spezielles Radio. Es ist wieder mal eine Kombination aus Radio und Kamera, und zwar ähnlich wie ich das hier schon mal bei YouTube vorgestellt habe, nämlich mit dieser Kamera, mit diesem Radio von Kova. Die Ramira, die ist 1959 rausgekommen. Das nur mal so als Vergleich von der Größe her. So, kann man so ganz gut sehen. Dann stellen wir mal die Kamera hier im Detail vor. So kann man sie so ganz gut sehen. Ja, denke ja. Also, dominiert eindeutig der Radioteil. Man sieht hier auf der linken Seite den abgedeckten Lautsprecher, hier in der Mitte das Bedienrad für die Frequenzeinstellung. Hier rechts noch abgedeckt ist das Objektiv der eingebauten Kamera. Ich mache das mal jetzt ab. Mal sehen, ob es so gelingt. Ja, klappt ganz gut. Hier ist der Sucher für die Kamera. Die weiteren Bedienteile spreche ich gleich noch an. Nochmal zurück zu dem Gerät selber. Das ist hergestellt worden von GEC und hat den Namen Genelex Transistormatic G822. Das Gerät wurde 1964 in Großbritannien gebaut. Man kann hier gut sehen, dass man hier oben die Umstellung von Langwelle auf Mittelwelle gespreizt und Mittelwelle vornehmen kann. Was heißt Mittelwelle gespreizt? Es war so, dass in den frühen 60er Jahren der Bereich um Radio Luxemburg auf der Mittelwelle etwas Besonderes war. Es galt gleichzeitig der Begriff Europawelle für diesen Bereich, weil dort in diesem Frequenzbereich am oberen Mittelwellenende eben sehr viele weitreichende europäische Stationen in Betrieb waren. Die Langwelle und die Mittelwelle ist heute eben nicht mehr in Deutschland in Betrieb. Das heißt, ich kann jetzt im Augenblick das Radio nicht mehr vorführen. Ich müsste warten, bis heute Nacht die Ausbreitungsbedingungen auf Mittel- und Langwelle sich so ändern, dass man etwas weiter entfernte Stationen von außerhalb von Deutschland empfangen kann. Es gibt da noch einige, aber in Deutschland selber ist der Mittel- und Langwellenrundfunk mehr aktiv. So, die technischen Daten von dem Radio. Das ist ein 7-Transistor-Radio. Das war damals in diesen Jahren um 1964 der Durchschnitt. Und es gibt hier einen Kopfhöreranschluss, der auch als Zweitlautsprecheranschluss benutzt werden kann. Und nicht uninteressant, ein Anschluss für eine externe Antenne. In diesen Radios für Mittel- und Langwelle war hier drin immer eine Ferritantenne eingebaut, so dass man eigentlich eine externe Antenne nicht brauchte, aber es gab Empfangssituationen, wo es eben dann doch sinnvoll war. So, ich drehe mal das Gerät um. Mal gucken, ob man es so erkennen kann. So, geht ganz ordentlich. So. Also, man sieht hier hinten schon eher, dass da auch ein Fotoapparat mit dran ist, nämlich dieser linke Teil hier ist der Fotoapparat. Der rechte Teil ist das Radioteil. Bei dem Fotoapparat wurde eigentlich eine Kodak Instamatic Kamera mit dem Namen Modell 100 verwendet. Das wurde hier einfach mit anmontiert und ich werde mal hier
das hier unten aufklappen. Man sieht hier, ich halte es mal ein bisschen schräg, man sieht hier eine Blitzbirne, da passen mehrere rein. Das ist sozusagen der Vorratsbehälter für Blitzbirnen, wenn man mit dem kleinen Fotoapparat Blitzaufnahmen machen wollte. Ich werde jetzt gleich mal die Kamera öffnen. Zu dem Zweck lege ich hier mal den Hebel um und man sieht, ich drehe das mal, man sieht hier den eingelegten Kodak 2 Film in diesem Fall. Der steht auf Aufnahme 10 und man kann mit diesem Film 20 Aufnahmen machen. So, ich mache wieder zu und ziehe mal den Film auf. So, und halte das mal so, kann man das so sehen. Hier oben ist der Sucher. Wenn man also Fotos machen will, dreht man die Kamera oder das Radio oder die Radiokamera so, dass sie 90 Grad verkippt ist und so im Querformat eben Fotos machen kann. Es ist ein ganz einfacher Fotoapparat, der hat ein Fix-Fokus-Objektiv. Kann ich ja mal von hier vorne zeigen. Hier ist das Fix-Fokus-Objektiv. So. Und daneben ist ein kleiner Knopf, mit dem man den Blitz ausfahren kann hier oben. Ich ziehe das mal hoch. Und jetzt kann man ganz gut sehen, das ist eben hier der herausgefahrene Blitz. Steck das mal wieder rein. So. Und ich könnte jetzt fotografieren, indem ich hier den Auslöser betätige. Dann drehe ich das wieder so um und werde mal den Deckel abnehmen. So, und dann kommt das Innenleben des Radios zum Vorschein. Man kann hier die Bauelemente ganz gut sehen. Das ist einmal die Ferritantenne. Hier ist der Magnet von dem Lautsprecher. Der Lautsprecher ist hinter der Platine sozusagen versteckt. Das hier links ist der Drehkondensator. Das ist eigentlich ein guter Drehkondensator, weil er ein Luftdielektrikum hat. Das kommt der Schwingkreisgüte zugute. So, dann sind die weiteren Bauteile. Hier sind die Filter. Dann kann man hier die Transistoren sehen. Hier Elektrolytkondensatoren, Widerstände, Kondensatoren und das große hier ist die Platine, auf dem die Bauteile verlötet sind. Hier rechts sieht man das Batteriefach, ist derzeit jetzt keine Batterie drin, da kommt eine 9 Volt Batterie rein. Übrigens hat der Fotoapparat eine extra Batterie für das Blitzgerät, ansonsten braucht er das nicht. Hier ist der Lautstärke-Einsteller und auch gleichzeitig die Ein- und Ausschaltung des Radios. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube eher nicht. Habe alle Punkte angesprochen. Fix-Fokus habe ich erwähnt. Die Instamatic-Filme habe ich erwähnt. Ja, dann sind wir eigentlich damit durch. Und ich hoffe, die kleine Vorstellung hat gefallen. Mal ordentlich hinstellen. So zum Abschlussbild hier. Und das war's wieder mal.